Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Utopien für Realisten von Rutger Bregman ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, das scheinbar Unmögliche neu zu denken und daraus praktikable politische Projekte zu formen. Ausgehend von der Beobachtung, dass viele Errungenschaften der Moderne einst als abwegige Träume galten, zeigt Bregman, wie mutige Ideen den Lauf der Geschichte verändern. Er verbindet historische Lektionen, aktuelle empirische Forschung und zugängliches Erzählen, um 3 große Vorschläge in den Mittelpunkt zu rücken: eine 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dabei steht nicht naive Träumerei im Vordergrund, sondern die Frage, wie eine evidenzbasierte, humane und produktive Gesellschaft aussehen kann, wenn wir uns von alten Dogmen lösen. Das Buch ist eine Einladung, das ökonomische Denken zu erneuern. Bregman zeigt, dass Armut nicht primär ein moralisches Versagen ist, sondern Mangel an Geld und Handlungsspielraum, dass Produktivität und Wohlstand nicht zwangsläufig mit mehr Arbeitsstunden wachsen und dass nationale Grenzen oft Wohlstand einsperren, statt ihn zu entfesseln. Er führt durch reale Experimente, Pilotprojekte und makroökonomische Analysen und macht deutlich, dass viele seiner Vorschläge nicht exotische Hirngespinste, sondern machbare Reformen sind, die bereits punktuell erprobt wurden. Mit klarer Sprache, zugespitzten Beispielen und einem optimistischen Grundton richtet sich Utopien für Realisten an Leserinnen und Leser, die jenseits von Zynismus und Angstpolitik den Blick auf das Mögliche richten wollen. Bregman zeigt, wie neue Narrative das politische Koordinatensystem verschieben, warum mutige Ziele pragmatischer sein können als kleinmütige Kompromisse und wie eine neue Generation von Ideen Wohlstand, Freiheit und soziale Sicherheit miteinander versöhnen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: bedingungsloses Grundeinkommen. Armut beenden, Freiheit erweitern. Im Zentrum von Bregmans Argumentation steht das bedingungslose Grundeinkommen als direkter, unbürokratischer Weg, Armut zu beenden und gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. Sein Ansatz ist pragmatisch und evidenzbasiert. Statt komplexer Bedürftigkeitsprüfungen und Stigmatisierung setzt er auf eine einfache Einsicht, dass Armut vor allem eines ist: ein Mangel an Geld. Wenn das Problem Mangel an Ressourcen ist, dann ist die naheliegende Lösung, Ressourcen bereitzustellen. Diese Sicht stützt Bregman mit Verweisen auf Experimente und Programme weltweit. Zu den meistzitierten Befunden zählen die Erfahrungen aus Dauphin in Kanada, dem sogenannten MINCOM-Experiment der 1970er Jahre, wo ein garantiertes Einkommen zu verbesserten Gesundheitsdaten, höherer Bildungsteilnahme und weniger Krankenhausaufenthalten führte. Ebenfalls verweist er auf Studien zu direkten Geldtransfers in Entwicklungsländern, die zeigen, dass Menschen das Geld überwiegend sinnvoll einsetzen, etwa für Ernährung, Schulbildung, Wohnraum oder Kleingewerbe. Ein zentrales Missverständnis, gegen das Bregman argumentiert, ist die Annahme, Menschen würden mit einem Grundeinkommen massenhaft aufhören zu arbeiten. Die Evidenz spricht differenzierter. In verschiedenen Pilotprojekten reduzierten manche Gruppen die Erwerbsarbeit moderat, etwa junge Eltern oder Studierende, um in Bildung, Kinderbetreuung oder Pflege zu investieren. Zugleich stieg die Produktivität und Lebenszufriedenheit, während negative Effekte wie erhöhter Substanzmissbrauch vielfach ausblieben. Das Grundeinkommen stärkt Selbstbestimmung, reduziert Stress und ermöglicht es, sinnlose oder ausbeuterische Tätigkeiten zu meiden. Es schafft einen Sicherheitsanker für Unternehmertum, Umschulung und kreative Tätigkeiten, die unter prekären Bedingungen kaum möglich sind. Bregman diskutiert zudem grundlegende Vorteile gegenüber klassischen Sozialsystemen. Ein universelles Modell verringert Verwaltungskosten und Fehlerquoten, minimiert Stigmatisierung und vermeidet Armutsfallen, in denen jede zusätzliche verdiente Einheit Einkommen-Sozialleistungen schmälert. Ein Garantieboden schafft Anreize, zusätzliche Arbeit anzunehmen, ohne Leistungen zu verlieren.
Verschiedene Finanzierungsoptionen werden ebenfalls erörtert, darunter Konsolidierung bestehender Subventionen, CO2-Dividenden, Besteuerung ökonomischer Renten sowie die Beteiligung an Gemeinschaftsvermögen, nach Vorbild des Alaska Permanent Fund, der eine jährliche Dividende an alle Staatsbürger ausschüttet. Bregman betont, dass das Grundeinkommen nicht nur ein ökonomisches, sondern ein zivilisatorisches Projekt ist. Es verschiebt die Norm, nach der menschlicher Wert am Erwerbseinkommen bemessen wird, und anerkennt unbezahlte, aber gesellschaftlich notwendige Arbeit wie Pflege, Ehrenamt und Bildung. In einer Welt steigender Automatisierung funktioniert es als inklusiver Produktivitätsdividendenmechanismus. Technischer Fortschritt kommt allen zugute, nicht nur Kapitalbesitzern. Das Grundeinkommen ist damit weniger Luxus als Infrastruktur für Freiheit, Würde und Innovation. Es verknüpft Effizienz mit Gerechtigkeit und macht den Sozialstaat schlanker, verlässlicher und menschlicher. Zweitens. Die 15-Stunden-Woche. Produktivität, Zeitwohlstand und Sinn. Bregman knüpft an eine berühmte Prognose des Ökonomen John Maynard Keynes an, der bereits in den 1930er Jahren eine drastische Reduktion der Arbeitszeit im 21. Jahrhundert erwartete. Tatsächlich haben technischer Fortschritt und Produktivitätsgewinne enormen Wohlstand geschaffen. Dennoch halten viele Gesellschaften an langen Arbeitswochen fest, während Stress, Burnout und Sinnkrisen zunehmen. Bregman fragt, warum wir nicht stärker in Zeitwohlstand investieren und warum die Zeiteffizienz der Technik nicht in kollektive Freizeitgewinne übersetzt wird. Aus seiner Perspektive ist die 15-Stunden-Woche kein bloßes Wunschbild, sondern eine logische Konsequenz aus Effizienzfortschritten, wenn man gesellschaftliche Ziele neu kalibriert. Er argumentiert, dass weniger Erwerbsstunden keineswegs geringere Leistung bedeuten müssen. Forschung zeigt, dass Produktivität pro Stunde bei kürzeren Arbeitszeiten oft steigt, weil Erschöpfung, Multitasking und Leerlauf abnehmen. Pilotprojekte zur 4-Tage-Woche und zu Arbeitszeitverkürzungen belegen häufig sinkende Krankenstände, höhere Motivation und verbesserte Work-Life-Balance. Die Wirtschaft profitiert durch geringere Fluktuation, bessere Arbeitgeberattraktivität und gesteigerte Innovationskraft. Zudem ermöglicht Arbeitszeitverkürzung eine gerechtere Verteilung von Erwerbsarbeit, besonders in Ländern mit hoher Teilzeitquote und ungleicher Belastung von Sorgearbeit. Für Bregman ist Zeit ein Schlüssel zu Autonomie und Sinn. Mehr freie Stunden eröffnen Räume für Bildung, ehrenamtliches Engagement, politische Beteiligung, Pflege, Kunst und Unternehmertum. Gesellschaften gewinnen sozialen Zusammenhalt, weil Menschen Beziehungen pflegen und Gemeinschaften gestalten können. Auch ökologische Vorteile sind plausibel. Weniger Pendeln, geringerer Konsumdruck, bewussteres Leben. Statt Wachstum um jeden Preis wird Wohlstand qualitativer definiert, mit Gesundheit, Muße und Kultur als zentralen Indikatoren. Natürlich adressiert Bregman Hürden. Branchen unterscheiden sich in ihren Arbeitsprozessen und nicht alle Tätigkeiten lassen sich gleichmäßig verkürzen. Darum plädiert er für flexible, branchenspezifische Wege und für produktivitätssteigernde Investitionen, die Arbeitszeitverkürzung ermöglichen. Er verweist auf Lohnfragen und Tarifpolitik sowie auf flankierende Maßnahmen wie das Grundeinkommen, das Übergänge erleichtert und Einkommenssicherheit schafft. Wichtig ist ihm, die kulturelle Norm in Frage zu stellen, wonach lange Arbeitszeiten Status symbolisieren. Stattdessen soll der Fokus auf Ergebnissen, Qualität und gesellschaftlichem Nutzen liegen. Die 15-Stunden-Woche ist in Bregmans Lesart weniger eine starre Zielvorgabe als ein Kompass. Sie zeigt die Richtung hin zu einer Ökonomie, die menschliche Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Wenn Technologie Routinen übernimmt, sollten Menschen mehr Freiheit gewinnen. Arbeitszeitverkürzung ist damit ein Hebel, um Produktivität, Gesundheit und Sinnhaftigkeit zugleich zu steigern und das Versprechen des technischen Fortschritts für alle einzulösen. Drittens. Offene Grenzen. Globale Gerechtigkeit und außergewöhnliche Wohlstandsgewinne. Ein weiterer radikaler Vorschlag. Bregmans lautet, Grenzen weit zu öffnen.
Dahinter steht eine einfache Beobachtung. Der Geburtsort bestimmt in der globalisierten Ökonomie einen Großteil der Lebenschancen. Identische Fähigkeiten werden je nach Land drastisch unterschiedlich entlohnt. Migration ist damit das wirksamste Instrument, um in kurzer Zeit Einkommen und Lebensperspektiven zu verbessern. Bregman greift Schätzungen auf, wonach die Lockerung von Migrationsbeschränkungen den globalen Wohlstand enorm steigern könnte, teils in Größenordnungen, die alle klassischen Entwicklungshilfemaßnahmen übertreffen. Er argumentiert aus einer moralischen wie ökonomischen Perspektive. Moralisch ist es schwer zu rechtfertigen, dass Zufall bei der Geburt über Zugang zu Märkten, Bildung und Sicherheit entscheidet. Ökonomisch führt Arbeitskraft dorthin, wo sie produktiver ist. Migration erhöht gesamtwirtschaftliche Effizienz, schafft Nachfrage und vernetzt Wissen. Die Diaspora-Netzwerke erleichtern Handel, Unternehmertum und Innovation. Remittances stabilisieren Haushalte und Regionen, wirken oft zielgenauer als Projekte von außen und stärken lokale Investitionen. Bregman nimmt Einwände ernst. Es gibt Sorgen hinsichtlich Lohndrucks, Integration, öffentlicher Finanzen und kultureller Spannungen. Er verweist auf empirische Befunde, wonach die Effekte auf Löhne einheimischer Geringqualifizierter häufig klein sind und durch flankierende Politik abgemildert werden können, etwa durch Weiterbildung, Mindestlöhne, Tarifbindung und Investitionen in soziale Infrastruktur. Gute Integrationspolitik, Zugang zu Sprache, Bildung und Arbeit sowie gerechte Regeln für Staatsbürgerschaft sind entscheidend. Zudem betont Bregman Übergangsmodelle, temporäre Arbeitsvisa, regionale Freizügigkeit, Anreizmechanismen für kommunale Aufnahme und eine faire internationale Lastenteilung. Ein weiterer Punkt ist der Vorwurf des Brain Drains. Bregman verweist auf Forschung zu Brain Circulation, wonach temporäre Auswanderung Fähigkeiten, Netzwerke und Kapital mobilisiert, die später in Herkunftsländer zurückfließen können. Durch Kooperationen zwischen Herkunfts- und Zielländern, Anerkennung von Qualifikationen und Investitionen in Bildung lässt sich der Effekt positiv gestalten. Offenheit schafft zudem eine globale Öffentlichkeit, in der Menschenrechte, Unternehmertum und Wissen schneller zirkulieren. Bregmans Vision ist mutig, aber nicht naiv. Er skizziert einen stufenweisen Weg, der Sicherheit, Ordnung und Humanität verbindet. Grenzregime, die legale und faire Wege eröffnen, entziehen Schleusern das Geschäftsmodell. Städte und Regionen, die Zuwanderung aktiv gestalten, können demografische Herausforderungen, Fachkräftemangel und Innovationsdruck besser bewältigen. Offene Grenzen sind für ihn letztlich ein Ausdruck von Vertrauen in Menschen und Märkte, unterstützt durch faire Institutionen. Der Zugewinn an Freiheit und Wohlstand ist nach seiner Lesart so groß, dass er den Mut zur politischen Fantasie rechtfertigt. 4. Armut bekämpfen mit Cash-Transfers. Evidenz schlägt Vorurteile. Bregman stellt gängigen Annahmen über Armutsbekämpfung eine klare Diagnose entgegen. Komplexe Programmlogiken, strenge Auflagen und Misstrauenskulturen sind oft teuer, ineffizient und entwürdigend. Im Kontrast dazu zeigt eine wachsende Zahl an Feldstudien, dass direkte Geldtransfers schnell, zielgenau und wirksam wirken. Menschen in Armut kennen ihre Bedürfnisse am besten und setzen zusätzliche Mittel überwiegend rational ein. Diese Einsicht ist der rote Faden in Bregmans Darstellung empirischer Evidenz. Er verweist auf randomisierte, kontrollierte Studien zu unbedingten Transfers in unterschiedlichen Kontexten. In Niedrig- und Mitteleinkommensländern führen solche Transfers regelmäßig zu besserem Ernährungsstatus, höherer Schulanwesenheit, stabilerem Wohnraum, Investitionen in Kleinstunternehmen und erhöhten Ersparnissen. Häufig bleibt der Konsum von Alkohol und Tabak unverändert oder sinkt sogar, entgegen verbreiteten Befürchtungen. In reichen Ländern zeigen Programme mit garantierten Einkommen oder negativen Einkommensteuern verbesserte Gesundheitswerte, mehr Bildungsabschlüsse und geringere Belastung von Notdiensten. Eine bekannte Fallgeschichte betrifft obdachlose Menschen, die durch einmalige Geldleistungen in kurzer Zeit Stabilität fanden, unnötige Ausgaben reduzierten und Wege aus der Obdachlosigkeit einschlugen.
Bregman betont die Effizienzgewinne. Direkte Transfers umgehen teuren Verwaltungsaufwand, verringern Fehler und Korruption und respektieren die Würde der Empfänger. Sie schaffen Flexibilität, da Haushalte Mittel entsprechend ihrer Lebenslage allokieren. Im Vergleich dazu tendieren Sachleistungen und strikte Bedingungen dazu, Menschen in starre Muster zu zwingen und Opportunitätskosten zu erhöhen. Zudem wirken Geldtransfers als Konjunkturstütze in schwachen Regionen, weil sie Nachfrage lokal binden. Gleichzeitig verschweigt Bregman Herausforderungen nicht. Inflationseffekte, lokale Angebotsengpässe oder die Gefahr des Ausschlusses besonders vulnerabler Gruppen verlangen kluge Gestaltung. Ergänzende Maßnahmen wie Investitionen in Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruktur und Zugang zu Finanzdienstleistungen erhöhen die Wirkung. In urbanen Kontexten braucht es Wohnungs- und Arbeitsmarktpolitik, um Mitnahmeeffekte und Mietsteigerungen abzufedern. Trotz dieser Komplexität hält Bregman daran fest, dass Cash als Basiselement einer modernen Sozialpolitik seine Stärken ausspielt, insbesondere wenn es universell oder breit angelegt ist, um Stigmatisierung und Armutsfallen zu vermeiden. Der normative Kern seiner Position lautet, dass Vertrauen produktiver ist als Misstrauen. Wer Menschen ernst nimmt, schafft Bedingungen, in denen sie Verantwortung übernehmen können. Durch die Kombination aus Geld, Zeit und Sicherheit entstehen Räume für Planung, Weiterbildung und Unternehmertum. So wird Armutsbekämpfung vom paternalistischen Kontrollprojekt zum Freiheitsprojekt, in dem die betroffenen Subjekte ihrer Lebensentscheidungen sind. Evidenz schlägt Vorurteile und wer sich auf Daten statt auf Reflexe stützt, findet in Cash-Transfers eine wirksame, humane und kosteneffiziente Antwort auf Armut. Schließlich die Macht kühner Ideen. Overton-Fenster, Narrative und politischer Wandel. Bregmans Buch ist nicht nur eine Agenda konkreter Reformen, sondern auch eine Anleitung, wie politische Vorstellungskraft Realität prägt. Er führt das Konzept des Overton-Fensters ein, also die Bandbreite von Ideen, die zu einem Zeitpunkt als akzeptabel gelten. Diese Bandbreite verschiebt sich nicht von selbst. Sie wird von Menschen, Bewegungen und Erzählungen in Bewegung gesetzt. Utopien, so Bregman, sind keine weltfremden Träume, sondern Landkarten für die Zukunft. Ohne eine klare Vision, wohin wir wollen, verlieren Reformen ihre Richtung. Historische Beispiele stützen diese Sicht. Abschaffung der Sklaverei, Frauenwahlrecht, Sozialversicherungen oder die Einführung des Wochenendes galten einst als unrealistisch. Sie wurden Wirklichkeit, weil Aktivisten, Intellektuelle, Unternehmer und Politiker gemeinsam neue Standards setzten. In diesem Sinne plädiert Bregman für intellektuellen Mut. Großdenken, konkrete Ziele formulieren, öffentlich streiten und Allianzen bilden. Dabei spielen Geschichten eine zentrale Rolle. Daten überzeugen, aber Geschichten bewegen. Wer es schafft, Evidenz mit eingängigen Narrativen zu verbinden, kann öffentliche Meinung und politische Prioritäten dauerhaft verschieben. Bregman zeigt, wie vermeintlich realistische Politik oft an kurzfristigen Kennzahlen und vorsichtigen Korrekturen klebt. Dem setzt er einen Realismus der Möglichkeiten entgegen, der sich auf empirische Erfolge stützt und zugleich ambitionierte Ziele wagt. Seine Vorschläge sind bewusst zugespitzt, weil sie Orientierung geben und Verhandlungsspielräume öffnen. Selbst wenn der Endpunkt noch fern scheint, bewirkt das Ziel eine Bewegung in die richtige Richtung. So kann ein öffentlich diskutiertes Grundeinkommen schon heute Reformen entbürokratisieren. Debatten über Arbeitszeitverkürzung können Flexibilisierung und Produktivitätsschübe auslösen. Gespräche über Migration können legale Wege, faire Verfahren und Integrationspolitik verbessern. Wichtig ist Bregman die Rolle von Institutionen, Medien und Wissenschaft. Thinktanks, Universitäten und zivilgesellschaftliche Organisationen fungieren als Ideenschmieden und Übersetzer zwischen Forschung und Politik. Medien prägen Frames, also die Bedeutungsrahmen, in denen Probleme wahrgenommen werden. Wer Frames ändert, verändert, was politisch möglich scheint.
Breckman ruft dazu auf, den Mut zur Kontroverse als demokratische Ressource zu begreifen. Demokratische Politik lebt von Wettbewerb der Ideen und Fortschritt entspringt oft jenen, die bereit sind, in Vorleistung zu gehen. Sein Credo lautet, dass eine bessere Zukunft nicht durch Zynismus entsteht, sondern durch engagiertes Denken, Experimentieren und Beharrlichkeit. Utopien sind in diesem Sinn Werkzeuge, die uns helfen, über die Enge des Status quo hinauszudenken, kooperative Lösungen zu entwerfen und Handlungsenergie zu mobilisieren. Wer kühne Ideen sachlich begründet, kann das Overton-Fenster öffnen und Wege zu einer freieren, gerechteren und innovativeren Gesellschaft ebnen. Zusammenfassend, Utopien für Realisten ist ein Buch für alle, die sich nicht mit der Behauptung zufrieden geben, es gehe eben nicht anders. Es richtet sich an politisch Interessierte, Studierende und Forschende, Führungskräfte und Unternehmerinnen, Sozialarbeiter, Journalistinnen und Bürger, die konkrete Wege in eine menschlichere und produktivere Gesellschaft suchen. Breckman verbindet Faktenreichtum mit erzählerischer Kraft und macht aus abstrakten Debatten greifbare Perspektiven. Wer sich mit Sozialpolitik, Arbeitswelt, Migration, Innovation oder Demokratie beschäftigt, findet hier Denkanstöße, die Theorie und Praxis zusammenführen. Das Buch kann Ihr Leben bereichern, weil es Sie mit einer befreienden Frage konfrontiert. Was wäre, wenn wir unsere wirtschaftlichen und sozialen Institutionen am Ziel von Freiheit, Würde und Zeitwohlstand ausrichten? Es zeigt, wie eine verlässliche Grundsicherung Angst abbaut, wie kürzere Arbeitszeiten Raum für Familie, Gesundheit und Kreativität schaffen und wie offenere Gesellschaften dynamischer und innovativer werden. Statt Defizitdenken bietet Breckman einen Kompass für Gestaltung, evidenzbasiert, humanistisch und optimistisch. Sie gewinnen argumentative Klarheit für Gespräche im Beruf, in der Familie, in der Politik. Sie entdecken, wie sich große Ideen in kleine Schritte übersetzen lassen, die heute schon möglich sind. Warum dieses Buch statt eines anderen? Breckman schafft eine seltene Balance. Es ist gleichermaßen visionär und handfest. Er liefert nicht nur provokante Thesen, sondern ein Arsenal an Studien, Experimenten und Praxisbeispielen. Sein Stil ist zugänglich, humorvoll und pointiert, ohne die Komplexität zu glätten. Er scheut nicht die Kontroverse, bleibt aber konstruktiv und lösungsorientiert. In einer Zeit, die von Krisenrhetorik geprägt ist, erinnert dieses Buch daran, dass Fortschritt kein Zufall ist, sondern Ergebnis von Ideen, die laut und klar gedacht werden. Wenn Sie ein Werk suchen, das Mut macht, Horizonte öffnet und konkrete Reformpfade skizziert, dann ist Utopien für Realisten die richtige Wahl. Wenn Sie unterstützen möchten, Rutger Breckman, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.